Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute gehen wir mal ein bisschen in die Dungeons rein. Ja, denn die Athene, ja, oder die Athene, ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie ich sie nennen soll. Ich bleib bei dem deutschen Begriff der Athene. Die ist schon das ein oder andere Mal fast down gegangen. Ja, und wir wollen heute mal testen, ob es heute live im Video tatsächlich geht, sie auch zu besiegen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool und das, ja, ich hatte schon eigentlich fast damit gerechnet gehabt, dass sie bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder so ein kleines Dungeon-Pilz-Video machen werde, dass sie bis dahin schon liegt, aber tatsächlich ist dies noch nicht der Fall. Ich bin aber der Meinung, dass es so kurz davor ist, dass ich heute ein ganz gutes Gefühl habe, dass wir die zusammen live besiegen können. Ja, ich zeige euch vorher mal ein paar Versuche, oder zwei besser gesagt, die sind beide fast genau gleich. Einer war ja jetzt heute Morgen gewesen, gegen die Athene, ja, und das ist halt ein Gegner, ne? Wie gesagt, ihr habt ihn ja schon ein, zwei Mal gesehen. Das ist ein Gegner, der hat halt 6 Milliarden Leben, so. Und warum komme ich jetzt gerade auf die Idee, jetzt nochmal hier in die Dungeons reinzugehen, weil ich doch vor einer Zeit gesagt hatte, ey, eigentlich möchte ich mir die aufheben und so, ne? Ja, das hat eigentlich einen einzigen kleinen Grund. Und zwar wurde ich ein ganz klein bisschen getriggert in den Kommentaren von Paul Terra. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Der nämlich gesagt hatte, mal sehen, wer von uns als erstes durch diesen Dungeon durchgebrettert kommt, ja. Das Ganze ist natürlich, ja, ist natürlich ein bisschen, sag ich mal, demütigend für mich an der Stelle, da ich hier meinen Account hier schon irgendwie seit, keine Ahnung, seit 7 Jahren oder so habe und der Paul Terra sein Berserker, glaube ich, erst seit einem knappen Jahr oder ein Jahr oder, also ja, 1,5 Jahre oder seit wann der Berserker halt draußen ist, erst hat und schon fast so weit in den Dungeons ist wie ich. Ja, das ist aber natürlich auch dem geschuldet, dass der Berserker natürlich eine unglaublich krasse Fähigkeit hat. Und zwar halt, ja, in der Theorie unendlich oft angreifen zu können. Und ja, mit dem richtigen Pilzeinsatz kann ich mir dann schon vorstellen, dass der ein oder andere Dungeon noch vor mir liegt, quasi. So, ne? Natürlich möchte ich mir das aber auch nicht nehmen lassen, hier, ja, meinen guten Magier, den ich hier habe, ja, damit auch nochmal irgendwie so ein bisschen reinzutryen. Also so ein bisschen baiten tut mich jetzt der Paul, muss ich mal so sagen, an der Stelle, ne? Und ja, es ist natürlich auch, ja, es wird natürlich auch mit ein bisschen zweierlei Maß gemessen, sag ich mal so, ne? Ich meine, ich habe zwar einen richtig krassen, starken Magier, ja, Paul hat den stärksten Berserker der Welt, so, ne? Aber natürlich ist, es spielt da natürlich auch in gewissermaßen der Pilzeinsatz eine kleine Rolle. So, ne? Das kommt natürlich dann auch noch mit dazu. Ne? Das ist natürlich dann der Faktor, der hier dann alles quasi ja, auf den Kopf stellt, sozusagen. Ne? Und ihr kennt mich, ihr kennt Paul, ja, und mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich bin da eher so der da ein bisschen sparsam umgeht, so was so die Pilze angeht, was so die Dungeon Tries angeht, was generell Shakes and Fidget angeht, ja. In den ein oder anderen Augen bin ich vielleicht auch schon übelst der Hardcore-Pilzer, so, ne? Aber lasst euch gesagt sein, ich bin ein Scheißdreck. Ich bin ein Scheißdreck im Vergleich zu anderen Leuten, die ja, viel mehr in das Spiel rein investieren. Und vor allen Dingen als Berserker hast du halt die Möglichkeit, ne, durch seine Fähigkeit unendlich oft angreifen zu können. Da ist halt nur der Faktor, wie oft beschwörst du die Chance hoch. Ja, also wie oft willst du es drauf anlegen, bis dann mal irgendwann der perfekte Try kommt. Ne? Das ist halt keine Frage der Fähigkeit, weil die Fähigkeit ist dazu da, ne? Sondern es ist eine Frage der Zeit, eine Frage der Pilze, wie viel steckst du in den Dungeon rein, wie viel bist du bereit zu investieren. Und das ist halt so dieser grundlegende Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel, ja, den verschiedenen Klassen, zwischen einem Berserker, wo du halt unglaublich viel Pilz investieren kannst und auch, ja, durch seine Random, ne, weil seine Fähigkeit so random ist, weil sein Schaden so random ist, kann er unglaublich weit kommen, kann aber auch unglaublich schnell aufs Maul kriegen, so, ne, im Vergleich zu einem konstanten Battle Mage jetzt als Beispiel so, ne, wo halt, ja, du auch unendlich viele Pilze investieren kannst, so wie beim Berserker auch, aber eben nicht die Chance hast, jemals so weit zu kommen, wie der Berserker in den Dungeons kommt. So, ne? Du kannst mit einem Berserker 1000 Pilze investieren und hast die Chance, dass da mal ein Versuch mit bei ist, dass du einen Gegner legen wirst, den du normalerweise nicht legen wirst.
Du kannst mit einem Battle Mage auch 1000 Pilze investieren. Aber da hast du halt überhaupt nicht die Chance, dass der Gegner irgendwie liegen wird, weil der halt sehr schnell an seine Kapazität von seinem Random-Faktor rankommt und diesbezüglich halt ja, weniger Chancen in den Dungeons hat, als jetzt zum Beispiel ein Berserker. So, ne? Das ist eigentlich so der gravierende Unterschied zwischen den Klassen, der Klassenauswahl und ja, wie man dann halt selbst damit umgeht und wie man ja, darauf achtet, was man halt selbst für einen Playstyle an Mann bringt und so, ne? Und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nur nochmal mit auf den Weg geben. Das ist jetzt ein ganz guter Versuch, tatsächlich. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn die Kunigunde ein bisschen... Nein, jetzt die kriegt ziemlich aufs Maul. Okay, die wird komplett weggekrittet und haut keinen Crit mehr raus. Aber 2 Milliarden Leben, 2,3, könnte ich in der Theorie eigentlich auch schaffen. Wenn die jetzt nicht so hart reinkrittet. Ja, jetzt nochmal ein Crit, ja. Nein, okay, dann hat sich schon erledigt. Die darf mich nicht kritten. Wenn die mich krittet, ist vorbei. So. Also ihr habt die Versuche zum Anfang gesehen. Die sahen schon gut aus. Ne? Also auf, wie viel waren das? Auf 600 Millionen Leben oder so habe ich die runterbekommen. Also es ist tatsächlich möglich, die Athene hier auch zu besiegen. Und ja, ich glaube, das waren glaube ich 6 Millionen oder so, ne? Ja, 650, okay. Ja, macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. So, ne? Aber ihr seht auf jeden Fall, es ist machbar. Und ich möchte auch vor allen Dingen wissen, welcher Gegner denn danach ja, kommt und wie viel Leben der hat. Ich weiß, man kann das alles schon nachschauen, weil ja, es sind Leute schon sehr, sehr viel weiter als ich in den Dungeon. Und die Statistiken dazu gibt es schon, welche Gegner danach kommen und wie viel Leben die haben. Und welche Werte und vor allen Dingen und sowas alles, ne? Allerdings möchte ich das auch selbst herausfinden, so, ne? Ich möchte selbst sehen, welchen Gegner ich hier gegenüberstehe. Und ja, deswegen möchte ich das auf jeden Fall auf diese Art und Weise rausfinden. So, wir schauen weiter. Nochmal die Möglichkeit, hier richtig hart reinzulacken. Es wäre natürlich auch alles so viel einfacher. Es wäre eigentlich alles so viel einfacher, hätte ich beim... der Marquardt macht gute Arbeit. Wenn ich beim... Alter. Das war, glaube ich, jetzt sogar der beste Versuch, den ich hatte. Wenn ich beim Legendary Dungeon eine legendäre Waffe gefunden hätte, mit einer ziemlich heftigen Spanne, dann würde das Ganze natürlich ganz schön anders aussehen hier. Ja, bei dem Gegner hilft mir natürlich auch wieder nur eine hohe Spanne, anstatt konstanter Schaden, weil das natürlich auch wieder ein Gegner ist, der über mein Niveau ist quasi, den ich eigentlich vielleicht noch gar nicht so besiegen könnte. Aber durch die Hilfe meiner Waffe und der darauf basierenden starken Spanne sind natürlich auch durch den Random-Faktor, den wir jetzt wieder hier in Shakes and Fidget haben, dadurch gegeben, dass ich natürlich über mein potenzielles Niveau drüber hinaus quasi noch mehr erreichen könnte, als hätte ich jetzt eben nicht so eine gute Spanne. Ja, ihr merkt, wir drücken uns heute wieder sehr gewählt aus, aber es ist halt auch ein Thema, was mich ziemlich stark interessiert und was ich euch auch auf jeden Fall weitergeben möchte. Ich meine, die meisten wissen das ja von euch, aber es gucken ja auch immer wieder neue Zuschauer rein mal, ne? Und da ist es natürlich dann auch immer ganz nützlich und vielleicht auch interessant, mal solche Sachen mal wieder aufzugreifen und das dann auch mal wieder so zu hören, ja. Denn es ist eben so und es basiert eben in Shakes and Fidget alles auf Zufällen, auf Random-Faktoren. Ne, es ist. Oh, Alter, das war noch besser als der letzte Try. Holy shit. Warte mal, da müssen wir uns mal das letzte Video hier mal. Wir löschen mal die zwei, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Eigentlich mal den besten Try hier nochmal schauen. Was habe ich da rausgehauen? Wir haben fast. Wie viel haben wir gemacht? Ich glaube, wir haben. Wie viel Leben hatte die jetzt gehabt? Ich muss nochmal gleich nachschauen. Alter. Guck mal, was wir an Schaden raushauen, ey. Holy shit. Ja, wie viel haben wir gemacht etwa? 2,8 Milliarden Leben haben wir. Okay, nee, 2,4 Milliarden Leben haben wir abgezogen. Da ist was möglich, ja. Wenn der Marquardt auch so richtig hart reinkrittet, der ist auch in der Lage, auf jeden Fall hier über 2 Milliarden Leben der Guten hier abzuziehen, wenn natürlich die Crits stimmen. Ja, Bertram macht auch schon immer eine ganz gute Sache an sich. Kunigunde muss halt relativ viel Schaden austeilen, hält aber eben nicht viel aus, weil die kann nicht ausweichen gegen den Gegner, weil es halt ein Intelligenzgegner ist, ne? Ist halt ein Magier, da kann sie nicht ausweichen, aber sie kann trotzdem guten Schaden raushauen. Ich meine, gut, da hätte ich mir auf der Kunigunde noch
auch noch eine bessere Waffe gewünscht, weil die Spanne ist hier nicht so berauschend. Da hätte ich mir lieber gewünscht, dass da noch eine fette Spanne am Start ist. Dann hätte hier auch vielleicht schon der ein oder andere bessere Try, wäre der hier schon gewesen. Aber ja, das ist leider bisher nicht der Fall gewesen, weil halt wir auch eben mit der Vuvuzela hier von der Kunigunde ja nicht so gut bedient sind. Das ist auch schon eine Waffe, die auch schon ziemlich alt ist, muss ich dazu sagen. Und ja, ich würde mir so gerne wünschen, dass meine Kunigunde mal wieder eine neue Waffe bekommt. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge oder in der vorletzten, ich weiß gar nicht mehr, die Sense ins Klo geschmissen, mit der Hoffnung, dass die Kunigunde eine Waffe bekommt, einen schönen Bogen oder sowas. Ja, war mir leider nicht gegönnt, aber ich hoffe mal, eines Tages kriegen wir da auch nochmal eine schöne Kundschafterwaffe, das wäre auf jeden Fall nice. Der Bertram hat ja eine aktuelle Waffe jetzt drin, der Marquardt ist sowieso immer relativ aktuell. Ja, meine Waffe ist auch schon outdated, also ich würde mir für mich eine schöne, legendäre Waffe wünschen. Und für die Kunigunde muss das nicht mal eine legendäre sein, sondern einfach nur eine aktuelle, mit einer einigermaßen schönen Spanne. Dann bin ich schon mehr als zufrieden. Und dann sollte eventuell auch, der Dungeon hier in Zukunft fallen. Ne? Ihr habt ja gesehen, die Tries sind auf jeden Fall möglich. Und hier halt auch wieder eine Frage von, ne, wie viel Geld steckt oder wie viel Pilze steckt man jetzt hier in den Dungeon, was ist es ein Wert, so, ne, das muss man halt auch immer abwägen, so, was bringt mir das Ganze jetzt? Ich meine, mir auf meinem Level bringt das jetzt kaum noch irgendwas, eigentlich so überhaupt hier Dungeons zu tryen. Es ist einfach nur für mich jetzt eher so, weil ich daran Lust habe, weil mir das auch Spaß macht, immer mal ein paar Pilze zu investieren. Nicht so Hardcore-mäßig, dass ich die Enter-Taste hier durchspam und so, ne? Das mache ich nicht, weil ich genieße das dann lieber, so, da bin ich dann eher nicht so der Fan von. Aber, und zum anderen Teil ist es natürlich auch, denke ich mal, ein bisschen auch Unterhaltung für euch, immer so ein paar Dungeon-Tries zu sehen hier. Ich gehe immer davon aus, dass euch das auch gefällt, weil auch immer viele danach fragen. Und deswegen kommt ab und zu immer mal so ein kleines Dungeon-Video so. So, wir setzen jetzt noch 10 Pilze. Wenn der Try jetzt durch ist, sind wir bei 1730 Pilzen. Auf 1720 gehen wir jetzt noch runter. Und wenn er bis dahin nicht liegt, dann soll es halt diesmal nicht sein. Aber ihr habt zumindest gesehen, was in der Theorie möglich ist. Bester Try war jetzt auf 400 Millionen Leben runter. Ne? Das ist schon ganz okay, würde ich sagen. Und daran merken wir, dass da auf jeden Fall auch noch ein bisschen was geht. Ne? Lass uns mal eine neue Waffe finden oder so. Irgendwann mal mit einer schönen Spanne drauf. Ich hätte mir ja so gerne eine schöne legendäre Waffe gewünscht mit einer schönen Spanne. Ja, aber man kann hier alles haben, ne? Ja. Und dann sieht das Ganze hier auch schon wieder, denke ich mal, ein bisschen anders aus. Weil, wie gesagt, auf meinem Main, die Waffe, ihr habt gesehen, ich glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Statpunkte hatte ich mehr gehabt bei meiner letzten Waffe? Ich glaube, bei der Sense hat man das gesehen. Ein paar Statpunkte sind auf jeden Fall möglich, ne? Da ist auf jeden Fall ein bisschen Luft nach oben, sag ich mal so, ne? Und, bei einer legendären Waffe wäre halt noch mehr Luft nach oben, so, ne? Und die Kunigunde könnte dann meine alte Waffe bekommen, ja? Also das ist so die Traumvorstellung. Ich bekomme eine legendäre mit einer schönen Spanne. Obwohl, nee, ich kann meine Axt nicht umwandeln. Da sind zu viele Kristalle drauf, das kann ich nicht machen. Nee, das kann ich nicht machen. Die gehen sonst verloren. Das kann ich nicht machen. Ja, also ich muss irgendwie eine normale Waffe finden für die Kunigunde, die ich dann umwandeln kann. Ne? Also, ja. So, der letzte Try, den gucken wir uns nochmal komplett an. Und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Ja, wie gesagt, Athene, harter Brocken, 6 Milliarden Leben. Zum Glück weiß ich, dass sich Berserker relativ schwierig haben gegen viel Leben. Also der Counter von den Berserkern ist jetzt nicht unbedingt in erster Linie der Magier, weil der Magier macht ja doppelt so viel Schaden gegen den Berserker. Ne? Und daher denkt man ja, der direkte Konter ist der Magier. Das ist allerdings nicht so, das ist dann eher so ein Glass Cannon Battle so zwischen den beiden. Die haben dann ungefähr beide gleiche Chancen so. Der Berserker, wenn der eine gute Kombi raushaut, dann ist der Magier down. Wenn der Magier einen Crit raushaut, ist der Berserker down. So, das ist also 50-50. Allerdings hat der Berserker halt Schwierigkeiten gegen viel Leben, weil der dort halt eine sehr hohe Combo raushauen muss, um den Gegner dann zur Strecke zu bringen. Ja, und das ist halt so ein bisschen sein Low-Key-Konter, so ein bisschen in den Dungeons. Krieger mit sehr viel Leben, da hat er sich schwierig gegen, deswegen
bin ich da auch eigentlich guter Hoffnung, dass der Dungeon jetzt hier ja, den ein oder anderen Berserker vielleicht auch zu schaffen macht im Late Game. Ich will es auf jeden Fall hoffen, ja. Und das soll es soweit gewesen sein für diese Folge. Heute soll es nicht so sein, aber vielleicht beim nächsten Mal. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.